Hallo und herzlich willkommen bei Peer Review. Heute wollen wir euch wieder einen Soldaten aus der Vietnamzeit darstellen, und zwar diesmal einen des United States Marine Corps, also einen Marineinfanteristen im Zeitraum 70er Jahre, Mitte der 70er Jahre aus dem Nordbereich, im Bereich der demilitarisierten Zone, wie sie so auf Patrouille gegangen sind, um das Lager zu sichern, weil Tet-Offensive vorbei, 70er Jahre, der Krieg nähert sich dem Ende, Richard Nixon Präsident, alle wollen, dass die Truppen raus aus Vietnam gehen und es wird größtenteils nur noch Lagerwache oder Postenwache betrieben. Dazu hat dann der Soldat eine Schrotflinte, in diesem Fall keine Mossberg-Schrotflinte, sondern eine Stevenson Modell 77F. Von dem Prinzip her genau das gleiche. Deswegen auch dann hier die Schrotflintenmunition. Diese Waffen wurden dann eingesetzt im Nahbereich mit der großen Streuung, wenn man nämlich jetzt eine Kartusche rausnimmt und setzt die hier ein. Noch eine. Hier unten werden die dann eingesetzt. Geht jetzt nicht, weil sie ja demilitarisiert ist, passt nur eine. Dann würde sie fertig geladen werden. Und aufgrund der hohen Streuung gibt es auch keine Kim und Kor. Man hält einfach übers Rohr, wie man es aus anderen Filmen kennt. Man kann aus der Hüfte schießen, kann in Häuser reinschießen, in die Strohhütten, in die Tunnellöcher, die es gibt, die sich im Boden aufgetan haben, reinhalten oder einfach auf schnell auftretenden Feind, um ihn niederzuhalten, drauf schießen und fertig. Aufgrund der hohen Streuwirkung, es gibt ja verschiedene Kaliber im Schrotbereich. Die Experten, die sich da besser auskennen als ich, können es ja unten in die Kommentare reinschreiben. Dafür wurde diese Waffe eingesetzt. Da gibt es dann halt den Bandolier für. Hier habe ich jetzt die Claymore-Tasche, wo dann auch noch weitere Munition drin ist und eine zusätzliche Wasserflasche, an die ich dran komme. Und um sich selber vor Splittern zu schützen, wegen den Booby-Traps, der Soldat den Helm auf, wie immer den M1-Helm und eine Flak Vest. Wir würden sagen Splitterschutzweste, Flak-Weste. Ein Booby-Trap, das ist eine, heute würde man sagen IED, eine improvisierte Sprengfalle. Das waren die Splittergranaten, die in den Boden gelegt wurden oder in Bäumen versteckt wurden, die dann ausgelöst wurden durch Drahtseile oder durch Druckauslöser. Es gibt Booby-Traps, da wurden Patronen genommen von der Kalaschnikow, die wurden in ein Bambusrohr gesteckt, unten drunter an dem Zündhütchen wurde ein Nagel eingeschlagen und wenn man dann gekommen ist und hat auf den Booby-Trap draufgetreten, der war in dem hohen Gras, so wie hier, versteckt, hat man draufgetreten und hat sich dann quasi durch den Fuß durchgeschossen. Sowas ist zum Beispiel ein Booby-Trap. Oder ganz normal Handgranaten links, rechts an irgendwelchen Baumstämmen versteckt, durch ein Seil gespannt, man ist durchgegangen, die Granate ist gezogen worden, hat dadurch gezündet und nicht immer unbedingt den Soldaten getroffen, der sie ausgelöst hat, sondern 2, 3 Leute dahinter. Das war auch so beabsichtigt, um Chaos in der Truppe hervorzurufen, damit die Truppe verwirrt ist und nicht weiß, was gerade los ist. Das war ja das Perverse, das Fiese an dem Vietnamkrieg, dass der Feind meistens nicht zu sehen war und im Versteckten operiert hat für die Amerikaner. Dieses Modell ist eins der frühen Modelle mit Schulterklappen hier oben noch erkennbar. Sie ist, wir haben vorhin noch mal nachgeguckt, 12. Februar 1952 gestempelt. Also die gab es auch schon vor Vietnamkrieg und ist dann bei den Marines, die Marines haben das oft gemacht, haben das Material, was da ist, immer weiter aufgebraucht, bis es dann abgenutzt war und nicht immer gleich wieder was Neues beschafft, nur ums des Habens willen. Gehen wir weiter an der Ausrüstung. Hier unten trägt er das zweite Modell des Lochkoppels. Ganz einfach. An dem befindet sich dann das Kampfmesser. Das ist jetzt nicht das Modell des K-Bars, aber ähnlich mit Ledergriff und Lederscheide. Es ist ähnlich wie das K-Bar, nur der Griff unterscheidet sich etwas anders. Das ist einfach nur ein Bowie-Knife. Auf der anderen Seite hat er dann wieder den Holster, dem Colt und eine zusätzliche Feldflasche. Das Tarnmuster, um das mal zu erklären, das ist das Erdel-Tarnmuster. Das kam zum Ende des Krieges auf. Das Marine Corps hat es eingeführt in der DMZ. In der Army haben es überwiegend LURPS, Pathfinders getragen. Navy Seals haben diesen Tarn auch getragen. Reconnaissance Marines, das sind ähnliche Einheiten wie die LURPS. Aber auch normale Marineinfanteristen haben dann diese Uniform getragen. Um die Uniform von innen mal zu zeigen, die Marines haben in verschiedenen Varianten dann auf die linke Brusttasche jeweils mit Aufbügelmotiven USMC und den Eagle Globe and Anchor drauf gebügelt. Und mehr gab es auch nicht auf der Uniform.
Es gab keine weiteren Abzeichen. Es gab auch Uniformen, wo dann US Marines drauf stand und auch die Namensschilder angebracht wurden. Das ist dann aber eher Leute, die sich selber beschafft haben. Hier kann man noch mal sehen, die Flag West von innen. Wie eine heutige Splitterschutzweste auch, mit Reißverschluss. Hier sind dann die Schuhe zu sehen. Dritte Variante der Tropical Combat Boots, der Ranger-Sohle. Wie bei allen anderen Einheiten auch. Hier werden die Hosenbeine lang getragen. Beim Helm gibt es nicht wirklich wesentliche Unterschiede zu der Army. Nur bei den Marines, die hatten entweder gar kein Helmband oder halt diese Gummibänder. Diese Helmstraps findet man überwiegend bei der Army. Hier ist es ein Fahrradschlauch, hier hinten noch zusammengenäht. Und der Helmbezug ist der identisch. Also ich kenne das so, dass die dann die ausgegeben haben, weil bei Full Metal Jacket hatten sie es ja auch drum. Aber das wurde auch so normal gemacht. Also so kenne ich es, so habe ich es in den Büchern gelesen, dass es halt aus Gummimaterial gemacht wurde. Das ist ja ehrlich wie am Anfang des Zweiten Weltkriegs. Da gab es dann ja auch verschiedene Gummibänder und alles hin und her. Ich habe es jetzt selber probiert, das zu machen. Und ich habe den kleinsten Fahrradschlauch genommen und selbst der ist so groß für eine M42er Kalotte. Dieser Helmbezug hat auch schon einiges mitgemacht. Er wurde genäht. Die Uhr, die der Soldat trägt, ist eine privat beschaffte Uhr. Denn er war vorher schon in Europa, in Deutschland, als Honor Guard der Botschaft eingesetzt und hat sich dann diese Uhr dort gekauft. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und wenn noch Fragen, Anmerkungen oder andere Sachen kommen, schreibt es einfach in die Kommentare. Wir sind für alles offen und dann wünsche ich noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.